Vergilbt und verloren für die Zuckerrübenernte. So sehen die Schäden des Virus aus, übertragen von Blattläusen. Auch Sebastian Schaffner kämpft auf 10 Hektar Rübenacker in Riedstadt gegen das Vergilbungsvirus. Noch sind die Pflanzen klein, vor 4 Wochen hat er gesät. Mit gebeiztem Saatgut. Darin ein Pflanzengift, das EU-weit verboten, aber jetzt für den Notfall erstmals zugelassen ist. Diese Pille hier, die wir hier sehen, das Saatkorn, ist mit dem Neonic-Wirkstoff behandelt, wird 2 bis 3 Zentimeter tief in die Erde eingebracht. Und nur diese Rübenpflanze nimmt im Umkreis von 2 bis 3 Zentimetern diesen Wirkstoff auf. Also die Rübenpflanze verteilt dann den Wirkstoff in ihrem Gewebe und schützt sich somit dann selbst gegen die Blattläuse. Orange Kügelchen, so sieht das gebeizte Saatgut aus. Die Notfallzulassung sichere das Überleben der Rübenbauern, sagt Christian Lang vom Zuckerrübenverband. Ohne das Mittel würden rund 40% der Ernte ausfallen. Die Bauern stünden ohnehin unter hohem Druck, müssten sich auf dem Weltmarkt behaupten. Und durch den Klimawandel müssten sie inzwischen auch gegen andere Schädlinge kämpfen. Unser Problem ist, dass wir gleichzeitig auch noch eine bakterielle Infektion in vielen Fällen hier im Südwesten haben, weil durch den Klimawandel bedingt Zikaden eingewandert sind, die spezialisiert sind auf Zuckerrüben, die sich angepasst haben an die Zuckerrüben und die jetzt auch noch Bakterienkrankheiten übertragen. Doch der Einsatz der Neonicotinoide ist in der Landwirtschaft generell umstritten. Das Pflanzengift gilt in hoher Konzentration als nervenschädigend für Bienen und andere Insekten. Also das Volk schwärmt aus und kommt nicht mehr in sein Häuschen, kann die Königin nicht mehr versorgen, kann die Brut nicht warm halten und damit sterben dann die Bienenvölker aus. Doch die Zuckerrübe mache da weniger Probleme, da sie nicht blühe, sagen Angelika und Klaus Gottschall aus Weiterstadt. Das Imker-Ehepaar hält 30 Bienenvölker im hessischen Ried. Sie haben nichts gegen die Notfallzulassung, wünschen sich aber bessere Absprachen mit Landwirten und Behörden. Grundsätzlich wäre es ganz gut, wenn man wüsste, wo was gespritzt wird, damit wir entsprechend unsere Bienen dort hinstellen können oder nicht hinstellen können. Immerhin arbeiten wir in Symbiose mit den Landwirten. Die brauchen unsere Bestäubung für ihre Pflanzen, um mehr Ertrag zu bekommen. Und wir brauchen natürlich gesunde Bienenvölker. Das ist auch Rübenbauer Sebastian Schaffner wichtig. Er hält sich an die Auflagen, die erste Reihe am Ackerrand frei von Pflanzenschutzmitteln zu halten. Und er spart sich mit der gebeizten Saat obendrein aufwendiges Spritzen im Sommer. Mit dem Wissen, dass wirklich das Saatkorn nur mit dem Wirkstoff behandelt ist und die Rübenpflanze das auch nur aufnehmen kann, die für die Biene total uninteressant ist, kann ich das als Rübenanbauer, der auch die Insekten schützen will natürlich, ich lebe ja und arbeite mit der Natur, kann ich das als Rübenanbauer sehr gut vertreten. Er hofft, dass die Neonicotinoide die Blattläuse und ihr Virus stoppen können. Dann wäre eine weitere Notfallzulassung im nächsten Jahr vielleicht gar nicht mehr nötig.